Freunde der Schwerkraft, heute geht es um den Revopoint 2 3D-Scanner auf Kickstarter. Revopoint hat eine neue Kickstarter-Kampagne gestartet für den Revopoint Pop 2 3D-Scanner. Das ist der Nachfolger von dem hier, dem Revopoint Pop 3D-Scanner, über den ich ja schon einige Videos gemacht habe. Nur ein Jahr nach der ersten Kickstarter-Kampagne starten sie eine neue Kickstarter-Kampagne. 450.000 Euro haben die schon eingesammelt, 1138 Leute haben das unterstützt. Also das wird wieder eine sehr, sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne für Revopoint. Die nutzen die Plattform einfach als Marketing-Tool und das scheint ja super zu funktionieren. Wie finde ich das? Erstmal, was die hier präsentieren in der Kickstarter-Kampagne, das sieht gut aus. Viele der Dinge, die hier so ein bisschen schwierig waren, scheinen jetzt besser zu funktionieren. Vor allen Dingen habe ich mir hier das deutsche Review-Video angeguckt. Die haben bestimmten YouTubern Preview-Versionen zugeschickt. Manbo 3D hat hier einen relativ ausführlichen Test gemacht oder ein relativ ausführliches Unboxing und First Look gemacht. Und das sieht alles sehr gut aus. Was vor allen Dingen überzeugend aussieht, ist das Scannen komplexer Objekte mit konkaven Strukturen, dass der Scanner da die Orientierung nicht verliert. Sowas hätte mit dem Revopoint Pop meiner Erfahrung nach speziell hier an den Stellen, wo dieser Saurierkopf so ganz konkave Strukturen hat, bei sowas hat er immer die Orientierung verloren. Also wenn das jetzt geht, ist das ein großer Schritt nach vorne. Insgesamt von dem, was die hier auf der Website präsentieren in der Kickstarter-Kampagne, es hat ein generelles Upgrade der Hardware gegeben. Äußerlich sieht das Ganze weiterhin sehr ähnlich aus zu dem alten Revopoint-Scanner, aber die Präzision ist jetzt angeblich höher. Hier haben sie noch 0,3 mm angegeben. Hier geben sie jetzt 0,1 mm an. Und generell soll alles besser geworden sein. Schnellere Scans, schnellere Software und so weiter. Das sieht erstmal sehr gut aus, hört sich gut an. Die Early Bird Packages kosten 3.099 Hongkong-Dollar. Da bin ich damals beim Pop 1 billiger weggekommen. Der hat nur 2.700 Hongkong-Dollar gekostet, also das Ganze ist etwas teurer geworden. Und die Kampagne schließt Anfang Januar 2022 und geliefert werden soll das Ganze im Februar 2020. Sowas hatten die, glaube ich, beim ersten Pop-Scanner auch angekündigt. Bekommen habe ich den dann im April oder Mai, wenn ich mich nicht täusche. So, aber da war auch Corona und so weiter, also er wurde geliefert, alles schick. Was ich aber sagen muss, für uns Bäcker des Revopoint Pop 3D der ersten Generation fühlt sich das Ganze doch ein bisschen schal an. Das Hauptproblem am Revopoint Pop 3D der ersten Generation ist aus meiner Sicht die Software. Die ist noch längst nicht perfekt. Da wäre noch einiges drin. Wenn man die verbessern würde, könnte man, glaube ich, mit diesem Scanner hier noch wesentlich bessere Scans erreichen. Und der hat seine Lebensdauer sicherlich noch nicht überschritten. Mit einer guten Software kann man da tolle Sachen mitmachen. Und ich würde mir wünschen, dass Revopoint seine Energie noch ein bisschen in die Verbesserung dieses Produkts steckt. Das habe ich immerhin erst ein halbes Jahr, anstatt schon wieder ein neues Produkt auf den Markt zu bringen in dieser Form. Also vielleicht nutzen die ja jetzt die Entwicklung von ihrer zweiten Generation, um auch die Software noch ein bisschen abzudaten, und hoffentlich profitieren auch die Besitzer eines Revopoint Pop der ersten Generation davon. Das würde ich mir wirklich wünschen. Wenn das nicht so wäre und das jetzt hier zum alten Eisen gehört, ohne dass die Software je wieder abgedatet und verbessert wird, dann wäre ich doch ein bisschen enttäuscht. Lohnt es sich also jetzt umzusteigen, wenn man so einen Scanner schon hat? Nach dem, was ich hier gesehen habe, scheint es Verbesserungen zu geben, die allerdings nicht so gigantisch zu sein scheinen und vielleicht auch mit verbesserter Software zu tun haben. Deswegen würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal warten, bis unabhängige Reviews rauskommen und sehen, ob es sich für mich lohnt, hier irgendwie nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Und vor allen Dingen, wenn Revopoint jetzt ein Jahr, nachdem sie den Pop 1 rausgebracht haben, den Pop 2 rausbringen, vielleicht bringen sie ja nächstes Jahr den Pop 3 raus, dann würde ich auf jeden Fall noch ein Jahr warten und frühestens beim Pop 3 wieder einsteigen, denn so gigantisch scheint mir der
Qualitäts- und Funktionalitätssprung jetzt hier nicht zu sein. Das war mein kurzes Update zur neuen Kickstarter-Kampagne von Revopoint für den Revopoint Pop 2. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert den Kanal und denkt dran, runter kommen Sie immer hier bei Gravity Bytes.